Hey Leute, ich bin in der Vergangenheit über Promo-Videos von einer Ransomware-Gruppe gestoßen, die hier ihre Ransomware, wie sie funktioniert, vorstellt. Und ich dachte, wir schauen uns die einfach mal zusammen an. Am Ende der kommentierten Videos packe ich euch die normalen Videos. Falls ihr mein Gelaber nicht hören wollt, könnt ihr auch einfach dahin springen. Los geht's. Noch kurz was vorab. Die Ransomware-Gruppe Qubit, von dem hier die Ransomware ist, hat einen Forumbeitrag in einem öffentlichen Forum im Darknet veröffentlicht, wo sie ihren Service quasi angepriesen haben. Und das ist jetzt eine Art Promo-Video davon, wie es funktionieren soll. Das Ganze läuft in einer Testumgebung, wie ihr seht. Und ob das in der realen Welt so funktioniert, kann man halt schlecht sagen. So, dann starten wir mal. Ja, hier ist die Ransomware. So. Und was sie jetzt hier zeigen, ist im Endeffekt, was die Ransomware so kann, indem sie hier die Hilfe aufrufen. Ihr könnt das gern pausieren, mal durchlesen. Das sind so einige Parameter. Und jetzt natürlich das Obligatorische. Das ist alles aktiv. Wir haben nicht die Viren-Protection ausgeschaltet oder sowas, sondern sie wollen halt damit beweisen, dass ihre Ransomware entsprechend einem aktuellen Schutz umgeht und das halt, was Microsoft so jetzt aktuell im Einsatz hat, dass das nicht wirkt gegen ihre Ransomware, dass sie nicht gestoppt werden. So, wie man hier sieht, hier füllen sie ein paar Parameter aus. Der Log-Part ist, dass wir gleich was sehen als UI, weil normalerweise sollte der User ja nicht sehen, dass jetzt gerade alles Mögliche verschlüsselt wird. Und ihr seht schon, er hat es gestartet oder sie und zack ging es los. Und wie ihr hier sehen könnt, ihr seht ja ein paar Pfade, ein paar Dokumente, wo hier was verschlüsselt wird. Ne, ihr seht jetzt hier, das ist jetzt noch nicht der Fall im Downloads-Ordner. Das wird aber später im zweiten Video nochmal relevant. Desktop ist schon am Ende, nenne ich es mal. Genau, jetzt sind sie auch gleich fertig. Man muss noch dazu sagen, auf dem Rechner, so wie ich das hier sehe, sind wenig Daten vorhanden. In der realen Welt sind wahrscheinlich hier mehrere Gigabyte da. Und jetzt seht ihr auch hier der Download-Ordner. Die ganzen Files sind jetzt alle verschlüsselt mit der Endung C26. So, und natürlich, was halt auch nicht fehlen darf, ist, wenn jetzt das verschlüsselt wurde, da gibt es die typische README. Die ist in der Regel immer auf dem Desktop. Da ist eure ID drin, damit das nachgewiesen werden kann, welche Firma wurde jetzt unter welcher ID verschlüsselt, wenn ihr euch da melden solltet, um was zu bezahlen. So, und was ja auch noch wichtig ist, falls ihr betroffen seid oder so, dann wollt ihr die Files vielleicht auch entschlüsseln. Und wie ihr sehen könnt, das geht ruckzuck. Und zack, ist alles wieder da. Natürlich, und jetzt war gerade hier der Jiggle an der Seite mit der Maus, der Decryptor vernichtet sich de facto halt selbst, damit eben halt, wenn wenn jemand bezahlt hat oder so, damit man halt die nicht reverse engineeren kann, um jetzt zum Beispiel anderen Opfern entsprechend helfen zu können. So, und jetzt nochmal der Beweis, dass nicht nur der Desktop entschlüsselt wurde, sondern auch die Dateien hier im Download-Ordner. Genau. Das war es jetzt eigentlich soweit. Ja. Schauen wir uns dann gleich das nächste Video an. Beim nächsten Video werdet ihr sehen, das hat jetzt vielleicht ein bisschen gedauert und es war jetzt nur ein paar Megabyte, aber es geht halt auch noch schneller. So, das ist jetzt das zweite Video. Was da der Unterschied ist, und zwar, sie werden jetzt mehr Threads benutzen. Und da seht ihr mal, wie schnell das auch gehen kann, weil das andere war jetzt 1 Gigabyte. Hat jetzt ja schon 30 Sekunden, 1 Minute oder so gedauert. Und das ist im Zweifelsfall natürlich, wenn man jetzt 20, 30 Gigabyte hat, ist das natürlich schon ein Unterschied. Ob das jetzt 20 Sekunden dauert oder eben vielleicht nur 5. Und wie ihr hier seht, ihr benutzt hier 8 Threads, vorhin waren es 4 und zack ist es vorbei.
Und jetzt könnt ihr mal grob überlegen, das andere waren wirklich vielleicht 20 Sekunden. Keine Ahnung. Ich habe es jetzt nicht gemessen und ihr seht ja auch hier, die Dateien sind verschlüsselt. Und damit es auch wirklich verschlüsselt ist, wird das hier nochmal geöffnet. Und das Öffnen dauert interessanterweise länger als das Verschlüsseln des Ganzen selber. Und dann werdet ihr auch gleich sehen, ihr habt ja alle möglichen Symbole, wie kennt ihr vielleicht, wenn ihr irgendeine Datei öffnen wollt, die jetzt nicht, mit einem Texteditor, die jetzt nicht unbedingt eine Textdatei ist, dann seht ihr alle möglichen Schrott. Und das ist ja auch das Ziel von Ransomware, dass man quasi alle eure validen Daten in Schrott verwandelt. Und dann hier wieder der Decryptor. Ja, und jetzt ändert sich so gesehen im Vergleich zum anderen Videopart auch nicht mehr viel. Ja, wird jetzt alles wieder entschlüsselt. Fertig. Das war's. Was ich gerade noch gesehen habe, hier die README-Datei hat es auch gelöscht. Nicht bloß den Decryptor. Ja, wieder der Beweis. Alles wieder entschlüsselt, alles gut. Und das war's. Wichtig ist für mich nochmal zu erwähnen, dass das jetzt keine Werbung für Qubit sein soll, sondern dass, wenn jetzt Leute mit wenig technischen Background oder gar keinen, aber vielleicht in Entscheiderpositionen sitzend, einfach auch mal sehen können, wie das funktioniert. Wie sieht das aus? Wie schnell geht das? Der Microsoft-Schutz, habt ihr gesehen, war jetzt nicht wirklich ein Hindernis. Und genauso dürfte es auch für Lockbit und andere zutreffen. Im Anschluss packe ich euch hinten noch die 2 Videos unkommentiert rein. Und ansonsten denke ich, sehen wir uns bei den nächsten Ransomware News. Haut rein. Ciao.